Herzlich willkommen. Unbekanntes Gebiet mal wieder für mich. Bekannten Müll, den ich scannen kann. Sie lebt hier aber echt nett, muss ich sagen. Nett. Kann ich auch duschen? Nö. Also das brauchen wir gar nicht. Wir kacken einfach ins Wasser. Wie es gehört. Wir lassen es mit der Natur verschwimmen. Das Zeug, was wir uns eh reinkippen, ist eh nicht gerade sehr wasserfest. Fortnight into our voyage, I was more or less living inside the creature's ribcage. It meant shelter, and it meant food. The flesh was starting to rot. The stench was unlike anything I'd ever smelled. As we floated, the temperature dropped, and the rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the Reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb, and I was at the mercy of the current and the winds. Until one day, I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Land. It renewed my spirit as I watched the land get closer and closer. The Reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the Reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the Reaper's skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Land never felt so good, even in this Arctic hell. Uranit. Ist ja very beautiful. Nur tiefer können wir nicht wirklich schwimmen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Aber können Sie trotzdem noch umgucken auf der Ebene. Keine Ahnung, was es ist. Wir nehmen es mit. Haben oder nicht haben. Würden wir für irgendwas bestimmt gebrauchen. So. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Zack, rein da. Proceed with caution. A Leviathan-class creature is near. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Warum ist so ein Viech hier? Warum sollten sie das tun? Dann repariere ich mal erstmal.
Da ist da einer. Huch. Dann soll er ruhig dort bleiben. Ich fühle mich jetzt sehr unsicher plötzlich, muss ich sagen. So aus dem Nichts einfach. Weiß nicht woher, aber... So ein kleines Behaken, als gerade hier so rumzuschwimmen. Gehen wir mal in die Richtung. Ich würde sagen, keine Ahnung, wo ich bin, aber irgendeine Richtung führt es mich immer. Okay, ist nur eine unscharfe Textur. Dann will ich doch nochmal davon noch kurz ein paar einsammeln. Weil mich jetzt nicht so die Interesse daran besteht, wieder hierher zu kommen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Na gut. Achso, so 650 Meter Tiefe ist so, da treiben sich die Levitins rum. Good to know. Ich will auch keine Probleme mit, dass wir wieder nach Hause gehen. Home Sweet Home. So, jetzt gleich an der Oberfläche ist noch weiter höher schwimmen. Hallihallo. Abteil. Wir brauchen noch so viele, ist so schon hart belastend. I have been able to sense the location of an important artifact. I will share its coordinates so you can look into it. Got it. Wieder gern. Signal location uploaded to PDA. PDA. Waren wir schon mal drin? I don't think so. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Gibt es überhaupt einen Eingang? Yes, I think.
Oh, ist jetzt einfach. Was ist das? Lass mich noch kurz einmal Luft holen. 30 seconds of oxygen remaining. Habe ich mal einen Laserschneider dabei? Jupp, perfekt. Okay. So. Dann haben wir jetzt das Wrack. Danach gehen wir zum nächsten Bauerprotokoll-Dingsbums. Wo der auch wieder happy ist. Da würde ich halt echt gerne mal wissen, wo ich mein Seeding eigentlich upgraden kann. Wir haben das doch schon, oder nicht? Ja. Hat sich hier gelohnt. Das kann weg. Ja. Dann gehen wir mal zu seinem Schiffsfragment jetzt rüber. Also es scheint ja so, als würde das Seeding hier echt eine unserer das beste Fahrzeug sein. Weil man kann hier irgendwie ein Aquarium dran bauen, eine Schlafstation, eine Dockstation für den Exoskelett. Scheint hier was dran zu haben. Ändert leider nichts an der Tatsache, dass ich trotzdem einen besseren Sauerstofftank bräuchte, weil ich mit 100 nicht vorankommen werde. Ich weiß auch nicht, wie viel der ultra krasse ist, ob er nur 200 oder schon auf 300 oder 400 hochspringt. Auf jeden Fall könnten wir damit halt viel mehr untersuchen. Ich erinnere mich. Ich will mich da trotzdem mal kurz hier nochmal umgucken. Ob wir vielleicht nochmal was finden. Dann ist es ein neues Wrack. Wrack. Schauen wir uns doch mal um. Fuck. I finished the reactor checks. We dumped a ton of runoff, and we don't need the rods melting down. Then I helped with the scavenging, chopped some veggies with the cooks, and tried to help Diana, but she sent me down to engineering with Stefanos. I've been working with him the last few days. Stefanos. How to describe Stefanos? He's by far the most thorough engineer I've worked with, and no ego. He never leaves a job undone, no matter how late it is. I've never seen him awake before 11, and he always greets me by saying, Kalimera, Yasmin, in the sleepiest drawl. Not a morning person, that one. He listens with the slightest smile on his face and twirls this stray curl by his ear. He asks a billion questions, but I don't mind. He surprised me today. There's an empty room on the bridge, just a spot of negative space in the ship. He set a picnic there and said I need to relax. He even called me a busybody. There were these crazy glowing fungus things he found to set the ambiance. The most exciting part though, drum roll, he can jailbreak fabricators. He made a small batch of traditional Grecian dishes. But the craziest part? He managed to make a suitable falafel for me. I never thought I'd see a good falafel in deep space. Alhamdulillah. A quiet one.
This planet may be a cold mistress, but maybe it isn't so bad. Man Urlaub da. Akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht. Okay, hier waren wir überall. Oh, jetzt. Okay. Was für dieses eine Zimmer hier? Ich wollte eigentlich wissen, wie ich tiefer komme, wegen dem da. Ob es was wie eine Höhle gibt oder so. Na, dann wahrscheinlich hier auf der Seite. Ich finde sogar, die Musik hat irgendwie was Terraria-mäßiges. Jetzt würde man gerade so ganz gechillte Terraria zocken. Und dabei halt immer diese... Oh. Schmeckt nicht. Lass mal da unten reinfliegen. Temperatures detected in mineral-rich fissure below. Was ist denn da hinten? Allgemein ist es so schön zu sehen, dass es wieder ein paar Sachen gibt. Erstmal kurz reparieren. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. What the fuck? Was sie dazu sagen können. Da hinten scheint es reichlich Rohstoffe zu geben. Jetzt weiß ich, was ich meine damit. Das kann ich auch wegschmeißen, ja. There I was, 500 meters below sea level. Chunks of the sea base sank around me. One hand gripped the monster's scales. The other was clamped around the shard of metal I'd lodged into her eye socket. A reaper. Wounded, maybe, but still deadly. I'd already taken out one eye. I damn near carved out the other. We were headed for the void at the crater's edge. Blinded, she was spiraling deeper. I had a choice. Hold on, or let go. I clung for dear life as she took us deeper. I had 1 minute of air in the tank. Back then, I could go another 3 with what I had in my lungs. So I had 4 minutes to kill the Reaper, minus a few to get back to the surface. It ain't that I like killing. It's just sometimes what you need on the inside of someone else's ribcage. I killed that beautiful, terrifying creature, and I made for the surface. When I caught my breath, I realized we'd come further than I thought. I was surrounded by watery void, just me and ocean. Nothing else. Just me and the ocean. So ein Roboterding.
technology acquired. So, was ist denn ein komisches Geräusch? Ja, jetzt wird hier gerade irgendwas schnarchen. Ich finde gerade eine Menge Upgrades, das muss ich zugeben. Hier unten wird wieder der Leviathan sein. Ich will eigentlich zu dem Artefakt des Erbauers. Daran habert es gerade. Gut. Und die Erkundung geht gerade sehr gut voran, muss ich sagen. Es werden sehr viele Baupläne. Dann werden wir in der nächsten Folge jetzt dann darüber gehen, zum Artefakt des Erbauers. Und ja. Einfach mal hoffen, dass es dann irgendwie mit der Story weitergeht. Weil werden wir nochmal nach Hause gehen, um das ganze Inventar zu entleeren. Ah, hier so. Good to know. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und auf Wiedersehen.